Ja, in dieser Ausstellung zeige ich eigentlich sehr viel oder sehr wenig, je nachdem, wie man das anschaut. Ich habe mich da auch auf die Räume eingelassen. Das heißt, man hat die und die Räume zur Verfügung und dann kann man die und die Bilder auch zeigen. Und hier war einfach die Möglichkeit, weil die Räume doch sehr groß sind, dass ich sehr frühe Sachen zeigen kann und auch neue Sachen. Und dann, was toll war, dass ich auch mal Skulpturen großzügig ausstellen kann. Das ist irgendwie fast ready-made. Das heißt, ich habe ein altes Bauernhaus und da wurden über Generationen Gegenstände in der Scheune gelagert oder einfach weggeschmissen. Und dann stoße ich auf diese Dinge und dann sehe ich dann sofort, da kannst du eine Figur draus machen. Und das ist irgendwie für mich toll, das ist aus Bast ein Hirsch mit Schnüren und dann irgendwie so wird eine surreale Geschichte daraus. Und jetzt hier zum Beispiel, das ist auch etwas, was ich eigentlich mir fast nicht getraut habe auszustellen, aber manchmal muss man einfach und sagen, es spielt keine Rolle, was die Leute sagen. Das ist eigentlich eine alte Kelle, wo ich als Bube habe ich mit der Mutter geholfen, Wäsche zu waschen. Und das war mir im Zuber hat man diese Kelle gebraucht. Und das ist so eben auch wieder ein Leftover von früher. Wenn wir jetzt schon gleich bei den Figuren sind, das ist profan mit Nägeln. Es gibt natürlich auch andere Künstler, die mit Nägeln gearbeitet haben. Aber irgendwie für mich schön, ein altes Stück Holz, große Nägel mit Draht verbunden, gibt dann auch wieder optisch für mich entspricht meiner Art, Figuren zu machen. Ja, natürlich, oftmals wird man gefragt, wie kommst du zur Kunst oder wie bist du zur Kunst gekommen? Und bei mir war das ein bisschen kurios. Ich war zuerst Buchhändler, habe eine Buchhändlerlehre gemacht und dann war ich in Zürich, habe ich ein Buchantiquariat gehabt und durch das viele Reisen in Asien und Amerika und ich war in Alaska und in der Südsee und mit der Transsibirischen nach Japan gefahren und dann habe ich plötzlich skizziert statt fotografiert und dann die Erinnerungen gemalt und so bin ich dann eigentlich voll in das Abenteuer Kunst oder Malerei eingestiegen und dann über die Jahre, da war ich zuerst figurativ und dann mehr abstrakt mit der Zeit und dann hat mich das plötzlich gereizt, auch Skulpturen zu machen und jetzt habe ich eben sogar angefangen mit Rauch, mit farbigem Rauch, Performance zu machen. Ich habe eine Lichtinstallation gemacht in einer alten Fabrik mit vielleicht 50, 60 oder 100 Neonröhren und dann haben wir da eine Performance gemacht und dann mit Sound unterlegt. Das war also absoluter Wahnsinn, habe ich dann auch Filme gedreht drüber. Was hier, das ist eine ganz neue, das ist eine Figur oder Skulptur, die ich diesen Sommer gemacht habe. Und das ist drinnen ist Kartonschachteln und mit Vlies, also Gartenvlies, überzogen und dann geschnürt. Und das wäre dann etwas, das man später, wenn man will, in Bronze gießen kann. Was mich aber daran reizt, ist zu zeigen, dass wir eigentlich Nomaden sind auf dieser Welt. Also das hat etwas Kofferhaftes auch, verschnürt, verpackt. Das ist eine Art, wie ich gerne damit arbeite. Hier habe ich jetzt eine Figur, oder eine Skulptur, die ist aus Holz und auch wieder ganz normal, das sind Holzkeile, die ich gefunden habe und dann habe ich die einfach aufgeklebt auf ein Grundstück, auf ein Grundholz und so entsteht eine ganz normale oder ganz einfache Skulptur. Ist auch stark ready-made, also das sind eigentlich vorgefundene Sachen, oder? Das ist, die finde ich, für mich ist die irgendwie neckisch, weil ich nenne diese Skulptur der Traum vom Meer. Oder das habe ich gefunden auch auf dem Estrich. Das ist irgendein Souvenir, das mein Onkel oder Uronkel aus Italien oder weiß ich woher gebracht hat. Und dann ist es aber das Holz ist eine alte Bohnenstange
Und das gibt eine schöne Kombination und dann ist das aus dem Bauernhaus, aus dem Schweizer Mittelland, ist dann plötzlich, wird dann der Traum vom Meer daraus. Die Serie hier, das nenne ich Metamorphosen und das sind große Öl- und Lackbilder. Ja, ich weiß nicht, was man noch mehr dazu sagen soll. Das Problem ist einfach, dass man eigentlich Malerei sollte man nicht zu viel erklären, die sollte für sich sprechen. Aber das ist natürlich so quasi wie Jahreszeiten oder Farbvariationen oder Lebenssituationen oder Impressionen. Aber segelt unter dem Titel, Gesamttitel Metamorphosen, hat auch wieder etwas mit der Antike zu tun. Ja, wo holt man die Ideen her? Da muss ich ehrlich sagen, klar, man hat täglich Ideen, man sieht überall, sieht man ja die Kunst, also alles, ihr taugt das für mich, kann ich das brauchen? Aber was natürlich bei mir dann eine Haupttriebfeder ist natürlich die alte Kunst, also meine Vorfahren, also das geht von Picasso über Van Gogh, über Rembrandt und dann vor allem die Höhlenbewohner, die ja so modern sind wie nur etwas. Das ist eigentlich das Tolle. Also ich schöpfe aus der, ja, blöd gesagt, aus der Kulturgeschichte. Ich lebe ja halbzeitig in Asien, schon seit 40 Jahren. Und da liegt mir natürlich die chinesische Tuschmalerei am Herzen. Und da habe ich jetzt mit ganz filigran, arbeite ich hier mit Federkiel und Tusche, also chinesische Tusche, habe ich da Variationen, Kleinformat auf Papier, sind Spielereien, die mir aber trotzdem stark am Herzen liegen. Diese Serie, die habe ich, das nenne ich asiatische Impressionen. Und die habe ich in einer Mappe gefunden vor ein paar Wochen und die sind über 30-jährig. Und eigentlich habe ich gedacht, die kann man nicht brauchen und jetzt, als ich sie angeguckt habe, habe ich gesagt, doch, das ist also für mich eine tolle Serie. Und was jetzt hier ganz spannend ist, das ist auf selbst geschöpftem Papier. Und das ist Papier von der Rinde vom Maulbeerbaum. Und der Maulbeerbaum ist der Baum, wo die Seidenspinne drauf wächst. Und das gibt dann unwahrscheinliche tolle Assoziationen, weil dieses Papier, das haben die Chinesen schon vor 4.000, 5.000 Jahren gemacht. Das ist wirklich das erste Papier, das es auf der Erde gegeben hat. Und das schöpft man, also man kocht das und dann legt man es in die Sonne, ohne Chemikalien und ohne Leim, ohne irgendetwas und das hält. Oder? Das ist dann wieder mein asiatischer Bezug. Auch hier habe ich etwas Spezielles gemacht, was ich mich auch fast nicht getraut habe auszustellen am Anfang. Das sind über ganz profane Kalenderblätter. Also so ein Tierkalender übermalt mit ganz toller Ölfarbe, wo dann irgendwie hier der Wolf noch ein bisschen durchschimmert. Auch quasi ready-made, ein bisschen überarbeitet, also aber Malerei, nicht Skulptur. Diese Bilder hier, die sind etwa 1,20 Meter auf 1 Meter, die habe ich diesen Sommer gemacht und ich habe mich da beschränkt in der Farbe, also nur grau und weiß, weil ich habe die Tendenz generell zu viele Farben zu brauchen und je mehr Farben ich brauche, wie dunkler wird das Bild. Und dann ist man manchmal wirklich happy, wenn man eine Serie macht, die einfach begrenzt ist und dann trotzdem aussagekräftig. Sieht sehr wild aus, aber in der Wildheit ist es doch wieder sehr beruhigend. Jetzt zum Beispiel hier habe ich übermalte Neue Zürcher Zeitung, der Börsenbericht. Das ist irgendwie symptomatisch, also die Kunst, die wilde Kunst gegen das sogenannte seriöse Börsengeschäft. Und das ist eigentlich so ein Bild am Ende des Tages. Wenn ich male, da gibt es ja immer Leftovers von Farbe, also man hat Reste. Und früher habe ich die Pinsel ausgewaschen und so weiter und heute brauche ich eigentlich der letzte Farbstrich vom Pinsel, gibt dann noch wieder ein anderes Bild. Also man malt sich so durch, so viel es geht.
Ja gut, wenn dir nach dem Tagesablauf fragt, man steht auf, jeder andere Mensch auch. Morgen trinke ich Kaffee, ich lese die Zeitung, ich bediene mich im Computer mit Neuigkeiten. Und dann ist natürlich so, schon in der Nacht und auch im Traum oder vor allem in der Nacht mache ich ein Mise en place, wie ein Koch. Ich lege mein Gemüse parat. Ich weiß genau, ich will jetzt die Leinwände grundieren oder die Leinwände aufziehen. Und ich mache alles selber, aber durch das selber machen gibt es eine schöne Einstimmung in die Kunst. Also Kunst ist von morgens bis nachts immer vorhanden, aber der Tagesablauf wird eigentlich schon strukturiert in der Nacht. Das ist auch, hier habe ich eine Serie, die habe ich auch, die pflege ich auch schon seit Jahren, findet man aber heute schlecht, das sind sogenannte Decollagen. Das heißt, es sind Plakatabrisse von Liftfasssäulen und die gibt es natürlich heute fast nicht mehr. Und man reißt da ein Stück Papier runter vom Plakat und klebt das wieder auf und arbeitet dann weiter. Diese Serie hier ist mir ans Herz gewachsen, da gibt es noch mehr, das sind jetzt nur 3 davon, und das ist Alfred Jarry, der etwa um 1880 auf dem Fahrrad, das war der Autor vom Theaterstück König Ubu. Und der Alfred Jarry, der gilt heute als, das ist ein Dadaisten-Vorläufer. Das ist wirklich der Ur-Dadaist, alle Dadaisten beziehen sich auf Alfred Jarry. Und deshalb habe ich das so gerne gemacht. Ja, ihn einfach ins Bild genommen und hier habe ich ihn auf dem Fahrrad auf den Kopf gestellt. Und da hat dann eine Journalistin mir gesagt, ja Pedro, das Bild wäre so schön, aber wieso ist er auf dem Kopf? Das sind auch wieder diese neue Art von Skulpturen, was ich im Moment am Werk bin. Verschnürte Sachen, gut, man sagt, das mahnt ein bisschen an Christo, aber die Uridee ist einfach verschnüren, verpacken, verreisen, auf das Nomadentum hinweisen. Perfekt. Was? Das ist so Graffiti-artig. Auch für sogenannte seriöse Kunstwissenschaftler ist das natürlich grenzwertig. Aber für mich hat es in dem Sinne eine tolle Beziehung, weil ich nenne das der Flug des Ikarus. Und der ist ja eigentlich, der ist so hoch geflogen mit seinem geleimten Flügel in die Sonne und ist dann versenkt und abgestürzt. Und hier habe ich noch die Flügel vom Ikarus. Auch wieder antike Mythologie. Ich beziehe mich sehr gerne auf Mythologien. Hier habe ich wieder diese handgeschöpften Papiere von mir selber hergestellt, vom Maulbeerbaum. Und das sind Monotypien. Und da habe ich eine Serie von vielleicht 20 Blättern, da habe ich jetzt nur 2 ausgestellt. Also Monotypien, wo man nicht direkt aufs Blatt malt, sondern auf eine Glasplatte zum Beispiel und dann Abzüge macht. Deshalb gibt es dann immer eine Ähnlichkeit von jedem Blatt. Das hier ist ein Einzelstück aus einer Trilogie und das ist Titel Insel Rügen, wo meine Großmutter herkommt. Das war eine Schäferstochter und die ist dann in den 10er Jahren in die Schweiz gekommen und das ist jetzt für mich noch so irgendwie ein Heimwehland, Rügen. Und ich liebe das Bild. Ich habe ja unten schon gesagt, dass ich gerne mit Ready-Made-Sachen, also mit gefundenen Gegenständen arbeite. Und das ist man darf es was nicht sagen, das ist aus dem Restaurant in Zürich,
Und das Restaurant heißt Helvetia, das ist eine Kulturkneipe. Und dann habe ich diese Bierdeckel geklaut und die einfach aufgeklebt und Schluss, oder? Und für mich ist es trotzdem toll. Das ist jetzt eine Skulptur, eigentlich habe ich die gelegt, nicht gestellt, aber dann der Ausstellungsmacher hat sie gestellt, ist auch eine Idee. Das ist ein reines Seil und nur auch ready-made quasi, aber sehr vieldeutig, oder? Das geht auch wieder von Verpacken über bis zum Aufhängen in der Scheune, oder? Das symbolisiert für mich einfach sehr viele Sachen. Was für mich toll ist, ist die Spielerei mit vorgefundenen Gegenständen und die dann irgendwie als Kunst zu deklarieren oder in die Kunst einbauen, oder? Weil die Kunst ist ja nicht etwas Weltfremdes, die Kunst ist im Leben. Hier diese Bilder, das sind wieder genau diese Farbreste, also Bilder am Ende des Tages, wenn man total auf der Schnauze ist, macht man trotzdem noch was. Und am nächsten Tag freut man sich, weil das manchmal auch wieder toll ist. Und was noch ganz spannend ist, überhaupt bei der Malerei, wenn die Farbe nass ist, also wenn die Farbe frisch ist, sieht das Bild manchmal gut aus und wenn es abtrocknet, wird es schlechter. Und dann ist man immer gespannt, wie sieht das Bild in 1, 2, 3 Tagen aus, wenn es abtrocknet. Wie gesagt, manchmal wird es besser, manchmal wird es schlechter. Und hier, das sind jetzt auch wieder 30-jährige Arbeiten, die ich war früher Raucher, Pall Mall geraucht. Und da habe ich aus diesen Packungen Texte rausgeschnitten und in Bilder reingeklebt und einfach so Collagen gemacht. Also so, ich nenne das eben Pall Mall Collagen. Also Skulptur hat ja immer etwas auch mit Architektur zu tun. Also bei der Skulptur ist es interessant, man geht in den Raum hinein und man eignet sich den Raum an oder man macht ein Objekt, das irgendwie dann stimmig sein muss zum Raum und so weiter. Und immer das Bild ist immer nur zweidimensional, also flach. Und die Skulptur kann man von allen Seiten betrachten. Und eine gute Skulptur ist nur gut, wenn sie von hinten, von oben, von unten, überall hat sie eine gewisse Aussage. Zum Beispiel hier. Das sind auch wieder vorgefundene Sachen aus der Scheune. Das ist jetzt quasi ein sinnloses Rad auf einem sinnlosen Block. Das war aber irgendein alter Spielzeug-Kinderwagen. Und das hat mich dann gereizt, diese Aussage oder eben Nicht-Aussage von dieser Skulptur. Oder das hier, das ist Holz mit Metall und hat sogar das war ein alter Türrahmen. Das ist auch wieder so eine Skulptur, die schon fast Richtung Assemblage geht oder Richtung eben Architektur. Das sind einfach kleine Holzpflöcklein, die ich aufgeklebt habe und schwarz angestrichen und dann habe ich gesagt, es ist eine Skulptur. Also ich wurde von diesem Ausstellungsmacher hier gefragt, ob ich nicht meinen Vater noch ein bisschen einbinden könnte. Und das ist Gerhard Meyer, der wird dieses Jahr, hat er seinen 100-jährigen Geburtstag. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir eine kleine Ecke. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Büste, die ich von Gerhard Meyer gemacht habe, als er noch geraucht hat. Die Büste wurde gemacht ungefähr 1963. Die ist Zinn und Kupfer. Und ich nenne die Gerhard Meyer mit Merilong-Zigarette. Hier hat es einige Bücher von ihm. Das sind jetzt zum Beispiel, das ist ein Buch, das ist ein ganz toller Titel, das heißt Kübelpalmen träumen von Oasen. Und das ist seinerzeit in den 60er Jahren im Kandelaber Verlag erschienen in Bern. Und das war der Egon Ammann, der Ammann-Verleger von Zürich und dann jetzt in Berlin, kürzlich gestorben. Das war ein Schulkollege von mir. Wir sind zusammen in die Buchhändlerschule gegangen. Das ist also Kübelpalmen träumen von Oasen. Und dann gibt es ein anderes Buch, das heißt Papierrosen. Oder dann gibt es das letzte Buch, heißt Ob die Granatbäume blühen.
Oder da hat es ganz schöne Sachen, es regnet in meinem Dorf. Oder das aus der Tetralogie, das ist ein Teil, das heißt Toteninsel. Und das ganz schöne Buch, das ist auch Land der Winde, das hat auch einen Bezug zu Rügen, Insel Rügen. Hier habe ich einige Fotos aufgehängt. Vor allem das ist schön, ein Bild aus dem Jura von Isolde Olbaum. Und hier, das ist eine Serie, das sind Gedichte von Gerhard Meyer, von Hand geschrieben, und zwar in Originalgröße. Das waren Gedichte, die habe ich ihm in die Schreibmaschine geschrieben, oder? Weil er konnte nicht Schreibmaschinen schreiben damals. Später hat er es noch ein bisschen gelernt. Und da hat er mir das auf den Tisch gelegt und ich habe dann die aufbewahrt und habe jetzt dazu, ihm zum 70. Geburtstag habe ich Lithografien, das sind Sepia-Lithografien, das sind Paraphrasen, das sind nicht 1:1 Übersetzungen der Gedichte. Das sind alles Juralandschaften. Und was hier noch neckisch ist, das sind sogenannte Fingerpaintings, also ohne Pinsel, alles mit der Hand, also mit der Fingerspitze direkt auf die Platte. Hier zum Beispiel ein neckisches Foto, Gerhard Meyer mit Peter Handke, mit Handkes Hund in Italien. Und zwar 1989. Das war an der Petrarca-Preisverleihung. Und auch hier haben wir Gerhard Meyer. Das ist ein Foto von mir mit Peter Handke, Gerhard Meyer. Da habe ich ein Buch, das sind mit meinen sogenannten Frühwerken aus den 80er Jahren. Das habe ich mal in Thailand gedruckt. Und ja, das ist alles figurative Sachen. Das sind jetzt zum Beispiel ganz früh, das ist aus 1960 herum. Oder das ist jetzt die Innerschweiz mit dem Vierwaldstätter See. Also alles gegenständliche Bilder. Und wenn man die heute betrachtet, also wenn ich die heute betrachte, ist das natürlich Nostalgie und manchmal sagt man, ja, so schlecht war es dann auch wieder nicht, was man da gemalt hat früher. Und jetzt fragt man immer, ja, was machst du in Zukunft? Und man sagt, also ich sage, das Leben geht weiter, ich schöpfe das alles aus. Es ist eigentlich schade, wenn man auf einem Gebiet Erfolg hat und dann dabei bleibt. Toll ist, wenn man einfach neue Sachen sieht. Und ich möchte jetzt einfach auch so raumgreifend, also in die Landschaft hinaus und damit mit Rauch, also nicht mit Feuer, mit farbigem Rauch arbeiten. Und da habe ich einige tolle Projekte, die am liebsten würde ich nach Spitzbergen fahren und da oben im Schnee oder in die Antarktika fahren oder auf dem Amazonas etwas machen. Das sind jetzt also meine Mikado-Skulpturen, nenne ich die. Die sind aus, wie man sieht, sehen aus wie Mikados, also das japanische Spiel. Und die setze ich dann zusammen. Und jedes Mal beim Aufstellen sind sie wieder neu, also man kann sie nie genau gleich aufstellen. Da habe ich eine in Rot und da drüben da habe ich dann eine in Gelb und da drüben habe ich dann eine in Blau und eine in Weiß gemacht. Und das sind was da interessant ist, das sind Skulpturen, die nicht für die Ewigkeit geschaffen sind. Also die nach 2-3 Wintern fallen die auseinander. Die sind jetzt aus Holz. Selbstverständlich, ich könnte die auch aus Aluminium machen und dann würden sie dann länger halten. Aber was da das Schöne ist, ja, man kann eigentlich mit wenig Aufwand kann man das aufstellen und der Wind schmeißt es nicht um, wenn man es richtig hinstellt.